Hi, ich bin Romina von Elitair Transplant. Ich bin Sales Managerin und in diesem Video geht es darum, warum ist es so günstig, in Istanbul eine Haartransplantation zu machen und genau, kann man zum Beispiel auch Fremdhaar transplantieren. Wann sind Ergebnisse zu sehen nach einer Haartransplantation? In der Regel ist es so, dass nach 3 Monaten der Haarwuchs beginnt. Man sagt ungefähr 10% pro weiterer Monat. Also man kann schon nach 4 bis 6 Monaten ein gutes Ergebnis sehen, aber nach 12 Monaten dann wirklich tatsächlich das Endergebnis. Also es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen geht das schneller, bei manchen langsamer. Aber in der Regel nach 12 Monaten sieht man das Endergebnis auf jeden Fall. Genau. Was kostet eine Haartransplantation und warum ist es so günstig? In Istanbul ist eigentlich so die Geburtsstätte oder auch Türkei allgemein ist das Geburtsland der Haartransplantation. Hier sitzen die Spezialisten. Hier ist das Ganze entstanden sozusagen. Es ist so, dass man natürlich auch sehen muss, wie sind die Lebenserhaltungskosten in der Türkei, wie sind die in Deutschland oder allgemein in anderen europäischen Ländern. In der Türkei sind die sehr, sehr niedrig. Also die Kosten allgemein für die Klinik, die Lebenskosten, ja, Essen etc., alles komplett ist einfach viel, viel günstiger in Istanbul, in der Türkei. In Deutschland wird natürlich auch die Haartransplantation angeboten. Da liegt aber meistens nicht der Fokus auf der Haartransplantation, sondern es werden noch andere Operationen nebenbei gemacht. In Istanbul ist wirklich generell bei uns, bei Elitair Transplant, der Fokus auf der Haartransplantation, auf dein Ergebnis und nicht auf irgendwelchen anderen Schönheits-OPs. Das ist bei uns nicht das Thema. Wenn man wirklich sagt, man möchte eine Haartransplantation machen und auch Wert drauf legt auf die Qualität der Haartransplantation, dann muss man sich das Team anschauen. Hat das Team Erfahrung? Arbeitet das Team unter einem leitenden Arzt? Was bei uns ja der Fall ist. Dr. Balvi macht die Haartransplantation über 10 Jahren jetzt. Sein Team ist geschult, mindestens 3 Jahre, jedes Teammitglied. Und dementsprechend natürlich auch sehr routiniert. Also die Haartransplantation findet jeden Tag statt, außer am Wochenende. Und also das ganze Team hat mittlerweile schon über 20.000 Patienten glücklich gemacht. Deswegen muss man das Ganze immer sehen. Also in Deutschland ist eine Haartransplantation vielleicht einmal im Monat bei einem Arzt. Und er hat dann quasi schon so ausgesorgt. Ja? In der Türkei findet es jeden Tag statt. Die Erfahrung ist einfach viel, viel größer. Die Patienten schätzen das natürlich auch, der Erfahrungswert, Expertise des Arztes und das ganze Team zusammen. Also ohne das Team hätten wir auch nicht solche Ergebnisse. Wir könnten diese Garantie nicht geben. Wir haben eine lebenslange Garantie, die wir ausstellen, weil wir wissen, dass das Team super ist, weil sie wirklich präzise arbeiten und weil wir wirklich tolle Ergebnisse haben. Kann man Fremdhaar transplantieren? Das ist eine oft gestellte Frage, allerdings auch einfach zu beantworten. Man kann es theoretisch, also es gibt auch eine Methode, die heißt Biofibre. Da kann man aber nicht sehr viel Haar transplantieren. Also Maximum liegt bei 500 bis 600 Haaren. Damit kann man keine sehr gute Dichte erzielen. Deswegen machen wir das ungern. Wir machen die Echthaartransplantation einfach deswegen, weil es wird das eigene Haar entnommen. Was das Stärkste ist, also im Spenderbereich, genau, ist das stärkste Haar, was entnommen wird transplantiert und das bleibt ein Leben lang. Deswegen ist da schon, sage ich mal, der wichtigste Punkt. Das fällt nicht aus, es wird nicht weniger, es verändert sich nicht, es kann nur stärker werden. Wie gesagt, nach 12 Monaten sieht man das Endergebnis. Aber mit der Fremdhaarmethode sozusagen kann man keineswegs solche Ergebnisse erzielen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es ist theoretisch möglich, aber auch nicht zu empfehlen. Genau, funktioniert die Haartransplantation bei jedem oder gibt es auch Leute, bei denen man das zum Beispiel nicht empfehlen würde? Ja, also wenn man zum Beispiel einen sehr, sehr schwachen Spenderbereich hat, also der Spenderbereich ist wirklich der hintere Bereich und die Seiten in der Mitte. Das heißt, wenn dieser Bereich zu schwach ist im Vergleich zu dem zu transplantierenden Bereich, dann wird eine Haartransplantation nicht empfohlen. Deswegen, weil natürlich einfach kein zufriedenstellendes Ergebnis damit erzielt werden kann.
Deswegen haben wir Alternativen, wie zum Beispiel eine Mikrohaarpigmentierung, um den ganzen Kopf zu füllen mit einer speziellen Farbe. Das ist kein Tattoo, das ist eine andere Methode, aber hat natürlich den Effekt von vollem Haar. Das ist eine Option, die wir haben, oder sage ich mal ein Fall, bei dem das nicht möglich ist oder nicht zu empfehlen ist, eine Haartransplantation zu machen. Dann ist es zudem bei der Person nicht möglich, wenn die Haare noch zu dicht sind. Also wenn noch zu viel Haar da ist, dann wird auf keinen Fall eine Haartransplantation empfohlen, weil man natürlich mit dem Öffnen der neuen Kanäle die bestehenden Haare dadurch beschädigen kann. Das Risiko ist zu groß, das führt nicht zu einem guten Ergebnis. Und Dr. Balvis Interesse ist es natürlich auch nicht, Ihnen ein schlechtes Ergebnis zu geben. Und für ihn ist es natürlich auch, also hat das auch keine Vorteile. Deswegen rät er da auch wirklich davon ab, wenn noch zu viel Haar da ist. Also da gibt es dann die Möglichkeit, die PRP-Behandlung zu machen, zum Beispiel, die wir auch in Deutschland anbieten. Und das stärkt nochmal das Haar, da können auch wieder neue Haare rauswachsen, wenn man das regelmäßig macht. Oder natürlich auch eine Mikrohaarpigmentierung, was das Ganze auch nochmal verdichten lässt, also bei langem Haar dann sozusagen. Genau, also die Pflege nach der Haartransplantation, wie kann man das Ganze noch unterstützen, was für Mittel gibt es, um das Ganze aufrechtzuerhalten, um einfach dem Haar eine gute Pflege zu geben. Also wir haben natürlich speziell unser Dr. Balvis Shampoo und Spray. Das ist wirklich mit hochkonzentrierten Inhaltsstoffen, vor allem Biotin, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Haare. Das gibt es bei uns in der Klinik. Wir haben sogar einen Shop dafür. Also wer das haben möchte, kriegt das auf jeden Fall bei uns. Und ansonsten, was empfohlen wird, sind auch Biotin-Tabletten. Es gibt Perfectil Plus Hair zum Beispiel. Das ist zu empfehlen, regelmäßig einzunehmen. Das ist jetzt auch nichts Chemisches, sondern das ist wirklich auf natürlicher Basis. Und das ist auch nochmal sehr, sehr gut für das Haarwachstum. Ansonsten gibt es auch noch Minoxidil, das wird manchmal vom Arzt auch empfohlen, aber speziell nur für den Tonsurbereich, also für den hinteren Bereich, weil dort einfach die Durchblutung meistens sehr schlecht ist und mit Minoxidil kann man das Ganze dann nochmal auch stärken. Genau. Gibt es Schmerzen nach einer Haartransplantation? Oder während der Haartransplantation? Nein. Also bei uns gibt es eine lokale Anästhesie. Das heißt, genau, der Kopf wird betäubt, man ist aber noch wach. Das alles wird aber nicht mit Spritzen gemacht, sondern mit einer speziellen Drucktechnik. Comfort In heißt das. Das ist quasi so eine Art Druckmaschine. Also das wird quasi mit Druck initiiert. Es sind keine Nadeln im Spiel und der Kopf ist direkt betäubt. Also das Ganze geht viel, viel schneller vonstatten und man hat dadurch natürlich auch gar keine Schmerzen. Es werden keine Nadeln benutzt. Der Kopf ist direkt betäubt. Also man braucht sich keine Sorgen machen, dass jetzt auch während der Transplantation, dass man irgendwas spürt oder auch danach, nach der Haartransplantation. Es kann zu leichten Schwellungen kommen, man kann natürlich Kopfschmerzen leichte bekommen, aber Sie bekommen auch von uns die Medikamente dafür. Antibiotikum, Schmerzmittel und natürlich auch ein Cortisonmittel für die Schwellungen.